Hi und willkommen bei Yesilicious. Wir werden heute gebratenen Reis machen, was sich unter anderem auch gewünscht wurde. Diese Version des gebratenen Reises, die wir jetzt machen werden, ist meiner Meinung nach die einfachste Version, denn es gibt ja ganz viele verschiedene Versionen, von denen ich euch bestimmt auch noch welche zeigen werde. Und ursprünglich kenne ich den gebratenen Reis zum Beispiel von meiner Familie, dass Reis einfach übrig geblieben ist und man daraus aus den Zutaten, die man zu Hause hatte oder hat, dann einfach gebratenen Reis macht. Wir verwenden natürlich jetzt nicht nur Zutaten, die wir einfach so zu Hause haben, sondern haben natürlich noch ein bisschen Fleisch dazu gekauft, also Hühnchenfleisch und noch ein paar Shrimps. Einfach, damit es nicht ganz so langweilig wird. Den Rezeptlink zum PDF, den findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir fangen jetzt mal an und schauen uns die Zutaten an. Für 2 Portionen haben wir eine Handvoll klein geschnittene Karotten, eine Handvoll Erbsen, optional ca. 100 Gramm kleine Shrimps, Übernachtreis aus 140 Gramm ungekochtem Reis, 200 Gramm Hühnchenfleisch in Streifen bzw. Scheibchen geschnitten, weißen Pfeffer, eine kleine rote Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, etwas Salz, eine Lauchzwiebel, 2 Eier, ein Esslöffel Ketchup Mayonnaise und 2 Esslöffel Sojasauce. Bevor wir gleich anfangen zu braten, müssen wir noch ein paar Zutaten klein schneiden, wie zum Beispiel die Lauchzwiebel, aus der wir kleine Ringe machen. Den Knoblauch müssen wir auch noch schälen. Den hacken wir dann klein. Jetzt noch die Zwiebel. Die schneiden wir einfach so grob in kleine Stücke. Ich habe eine rote Zwiebel genommen, weil ich sie für dieses Rezept einfach lieber mag, aber natürlich kann man auch eine normale nehmen. Die Eier gebe ich hier schon mal zusammen und verquirle sie, aber nur ganz grob. Ihr könnt sie aber auch nachher direkt in die Pfanne geben und erst da verrühren bzw. verquirlen. Das reicht zum Beispiel schon. Dann können wir mit dem Anbraten anfangen und erhitzen erstmal Öl in einer Pfanne. Ich habe dafür ca. 3 Esslöffel Erdnussöl genommen, aber anderes Öl wie zum Beispiel Sonnenblumenöl geht auch. Darin dünsten wir zuerst den Knoblauch zusammen mit der Zwiebel an, bis es richtig schön duftet. Das riecht immer so schön lecker, dass ich davon Hunger bekomme. Jetzt geben wir das Fleisch dazu, braten es bis es gar ist und würzen es mit etwas Salz und etwas Pfeffer. Wer möchte, kann für einen gewissen Pep auch etwas Chilipaste mit reingeben. Die Garnelen geben wir nun auch mit rein, braten kurz weiter kratzen die leckeren Röststoffe ab und schieben in der Pfanne alles etwas zur Seite, sodass wir hier in der Mitte gleich etwas Platz für die Eier haben. Die geben wir hier auf die freie Fläche und verrühren sie. Wenn das Ei durch ist, mischen wir alles und braten es weiter an, bis das Ei nicht mehr so nass und recht trocken ist. Das ist wichtig, damit der Reis nicht matschig wird, wenn wir ihn gleich dazugeben. Zuerst geben wir aber noch die Karottenstückchen und die Erbsen mit rein. Jetzt ist alles trocken genug und wir können den Reis hineingeben. Da habe ich Jasminreis vom Vortag genommen, den ich im Reiskocher gekocht und über Nacht im Kühlschrank gelagert habe. Wir nehmen deswegen immer gekühlten Übernachtreis, weil er dabei an Flüssigkeit verliert und fester wird, damit wir keinen matschigen gebratenen Reis erhalten. Man muss den Reis natürlich auch nicht im Reiskocher kochen, aber ich finde einfach, dass er darin vor allem auch für gebratenen Reis am besten wird. So wie ihr es wahrscheinlich aus dem Asia-Restaurant oder Imbiss kennt. Ich nehme für 2 Portionen ca. 140 Gramm von meinem Jasminreis und das doppelte Volumen an Wasser. Den Rest macht der Kocher. Den Reis mischen wir mit den anderen Zutaten und zerdrücken die restlichen Klümpchen, die jetzt noch da sind. Nun geben wir die Sojasauce,
Und auch das Ketchup Mayonnaise dazu. Das sorgt zusammen mit der Sojasauce zusätzlich auch für eine schöne braune Farbe, damit das Ganze auch schön lecker aussieht, denn das Auge isst ja schließlich mit. Und würzen nach Geschmack mit noch etwas Salz und weißem Pfeffer. Ich gebe immer noch gerne ein paar Tropfen geröstetes Sesamöl dazu, aber das ist optional. Zum Schluss mischen wir nur noch schnell die Lauchzwiebeln mit rein. Damit ist der Reis dann noch fertig. Ich konnte es mal wieder nicht lassen und habe vorhin nach den Lauchzwiebeln noch etwas grüne Chili mit reingemischt. Zum Garnieren kommen noch etwas Lauchzwiebeln drüber und noch ein paar geröstete Schalotten. Und was in Malaysia auch ganz oft üblich ist, sind die Gurkenscheiben, die dazu serviert werden. Ich hoffe, ihr habt das Video bis zum Ende geguckt und es hat euch gefallen. Und ich freue mich immer über Daumen hoch, Abos und natürlich freue ich mich auch riesig darüber, wenn ihr mein Video teilt. Wenn ihr mit mir schreiben wollt, dann findet ihr mich natürlich bei Facebook, Instagram und natürlich gibt es hier unten auch die Kommentare. Und wer ein bisschen mehr mit mir bzw. uns diskutieren will, der findet mich auch in meiner bzw. unserer Facebook-Gruppe Food Love Kochen und Backen. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin lasst es euch schmecken. Bis dann!